Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein ganz süßes Osterrezept und zwar machen wir ganz putzige Osterkekse. Viel Spaß! Dazu brauchen wir 2 verschiedene Teigsorten und zwar für ungefähr 30 Stück braucht ihr für den Teig 400 Gramm Mehl, der Typ 405, es geht aber auch Dinkelmehl, 200 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei der Größe M und dann für den anderen Teig, also wir nehmen einen Teig und halbieren ihn dann und für den dunklen Teig brauchen wir dann noch 2 Esslöffel Backkakao und dann Osterausstecher. Und zwar, ich hatte diese hier. Die gibt es momentan zu kaufen, wo ihr die findet, wenn ihr sie haben wollt. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist so eine Eiform, wo das Muster verankert ist. Also ihr könnt es nicht herausnehmen. Es ist richtig fest an dem Ei festgemacht. Wenn ihr das aber nicht haben wollt, ihr könnt auch einfach so einen Ausstecher nehmen. Ich hatte jetzt hier ein Ei, es kann aber auch ein Kreis sein und dann gibt es so kleine Ausstecher. Vielleicht habt ihr da das ein oder andere. Ich hatte hier jetzt ein Schaf und einen Hase und mit denen geht es genauso. Aber ich möchte die anderen beiden heute benutzen. Und dann legen wir auch gleich mal los mit dem Teig. Als allererstes kommt das Mehl, der Zucker, das Ei, der Vanillezucker und die kalte Butter in eine Schüssel. Die Butter sollte immer kalt sein. Und am besten schneidet sie ihr so in kleine Würfel, dann lässt sie sich viel einfacher verkneten. Ja, und das Ganze darf jetzt verkneten. Wenn ihr merkt, dass der Teig zum Kleben beginnt und auch ziemlich bröselig ist, stoppt ihr die Maschine und nehmt jetzt davon die Hälfte weg. Denn ich brauche einen weißen Teig und einen dunklen. Und der Teig, der wo in der Schüssel bleibt, da kommt dann einfach der Backkakao dazu. Wem der Teig zu bröselig ist, kann ein kleines bisschen Milch dazu geben, dann löst sich auch der Backkakao gut auf und dann wird es zu einer homogenen Masse verknetet. Das geht nicht immer ganz mit der Küchenmaschine, ich knete dann meistens noch meinen Teig mit der Hand durch. So sah dann mein dunkler Teig aus und das allerselbe machen wir auch mit dem Teig ohne den Kakao, also den hellen Teig. Einfach nochmal durchkneten und dann dürfen beide in eine Frischhaltefolie oder wie ich hier in einen Gefrierbeutel noch so gut 1 Stunde in den Kühlschrank. Also sie sollte wieder abkühlen. Wenn der Teig dann wieder etwas fester geworden ist, wird er ausgerollt. Und zwar würde ich sagen 2 mm dick ausrollen. Dünner würde ich es nicht machen, denn sonst tut ihr euch später schwer, die beiden Teige ineinander zu stecken. Also wie ein Puzzle werden sie eigentlich zusammengesteckt. Hier habe ich jetzt meinen Osterhasen-Ausstecher. Einfach ausstechen und vorsichtig mit einem Messer lösen. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Hasen aus der Form herauslöst. Geht ganz einfach. Also wenn die Arbeitsfläche gut bemehlt ist, dann klappt das ohne weiteres. Und hier seht ihr, also es ist schon wichtig, dass der Teig etwas dicker ausgestochen wird. Dann noch das Ei entfernen. Das ist ein bisschen, ja, schwieriger würde ich jetzt nicht sagen, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass es euch nicht bricht. Und dasselbe machen wir dann auch mit dem hellen Teig. Ebenfalls ausstechen, den Hasen vorsichtig entfernen und das Ei vorsichtig von der Arbeitsplatte nehmen. Am besten ist, ihr legt dann die Kekse gleich auf ein Backblech und dann werden sie wie ein Puzzle zusammengesteckt. Ganz einfach, also es ist wirklich sehr einfach. Und so sieht er dann aus. Hier nochmal mit dem dunklen Teig. Einfach den Osterhasen vom hellen Teig in den dunklen stecken. Und damit das Ganze schön miteinander verbunden ist, also dass keine Lücken entstehen, hat jetzt leider Gottes nicht überall geklappt. Nimmt da einfach noch so eine kleine Rolle. Ich hatte hier jetzt meinen Fondant-Roller und rollt das Ganze ein klein wenig glatt, also nicht so arg, weil sonst habt ihr einen Riesenkeks. Wobei, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen. Und dann dürfen sie bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für gute, ich würde mal sagen 10 Minuten in den Ofen. Und nach dem Backen sind sie so aus. Auskühlen lassen, luftdicht verbacken, wenn ihr sie nicht gleich essen wollt. Und dann habt ihr wunderschöne, einfache, süße, goldige Osterhasenkekse. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst meinen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!